So, endlich Wäsche. Erstmal Wäsche weggebracht. Nicer Waschsalon hier oben, ungefähr so 3 Kilometer von meinem Hotel entfernt. Voll lieb. Aber ich kann es leider heute noch nicht abholen. Morgen 39, 10 Uhr. Inzwischen hatte ich mich gut in Candy eingelebt und begann erstmal damit, jeden Morgen die Stadt ein bisschen zu erkundschaften, um ein besseres Gefühl für die Gegend zu bekommen. Die Landschaft und die Natur waren einfach atemberaubend. Und an jeder Ecke wollte ich gefühlt noch mal 5 Minuten verweilen, um die Aussicht zu genießen. Nachdem ich meine Wäsche weggebracht hatte, machte ich mich erstmal auf den Weg in die Stadt. Alter, was hier los ist! Wie ich schnell feststellen durfte, waren die Sonntage in Sri Lanka nicht wie die Sonntage in Deutschland. Die Stadt war komplett überfüllt mit Touristen aus allen Nationen. Und alle wuselten sie wie Ameisen durch die Gegend, jeder mit seinem eigenen individuellen Ziel. Inzwischen machte sich ein kleiner Hunger bemerkbar. Also machte ich mich erstmal auf die Suche nach dem kleinen Café, in dem ich am Abend zuvor noch gesessen hatte. Junge, hier ist was los. So ein kleines Frühstück, aber wirklich klein. Irgendwas stimmt mit meinem Magen nicht. Weil ich die letzten Wochen so reingehauen habe, Alter. Hat er jetzt gesagt, nee, ich brauche mal eine Auszeit, ich brauche Pause. So, wobei es ist ein nice Kaffee-Place von gestern. Da ist er. Ich kann hier rüber mogeln, mach die Augen auf, Kollege. Danke. Ich glaube, das war... Hi. Ich brauche jetzt erstmal ein schönes Croissant. Irgendwas sehr, sehr Nices. Schönen Kaffee. Wäre natürlich mega geil, wenn die irgendwie Rührei oder Spiegelei oder sowas hätten. Gucken wir mal. So, ich gehe einen Stockwerk höher. Ich gönne mir jetzt wirklich ein schönes Frühstück. Cheese Bagel und Honigwaffeln. Und ein Cappuccino zum Start des Tages. Ich fühle mich so, als wäre es gestern feiern gewesen. Ich bin busy groggy. Busy im Arsch. Deshalb starte ich den Tag so locker wie möglich. Da ist Platz, da hockt sich jetzt der Baxi hin. Das Schöne am Leben ist doch, dass egal wie sehr wir einen Tag auch durchstrukturieren oder auch planen mögen, dass das Leben oftmals ganz andere Dinge mit uns vorhat. Und man sich dem manchmal einfach fügen muss. Okay, ich wurde jetzt hier überredet, mir einen Arak reinzuziehen. We're gonna have a drink. What's the name again? What's the special thing about this Arak? Old Arak, Traditional Sri Lanka. traditional Sri Lanka. Is it made with coconut? Yeah, permanent and by the coconut, pure coconut. You drink it yourself? Yeah. Is this something you drink? Yeah, the old Arak. Thank The you best- very, very much. The best. Then cheers. Ich hatte Maya beim Frühstück kennengelernt, die mich kurzerhand später auf ein Glas Arak einlud. It tastes so much more like whiskey than Ouzo. Yeah. Because Ouzo has a kind of, how do you call it? Oh, in German you say Lakritz. What is the black candy that kids mostly don't like? Licorice. Licorice. Yes, it does. This doesn't have And it this, at all. this is whiskey. This is whiskey for me. This is like just a kind of whiskey that is more rounded taste. So was würdet ihr bei mir? Gestern wollte ich nichts trinken. Heute Mittag sitze ich. What's the time? What's the time now? Like 12, 20, Wow. Because yesterday I literally didn't. 12, 14. Yesterday I didn't want to have a drink at 9:30. I said the day was long. Let's go home. I'll have one tomorrow. Now I'm sitting here like 12:30 and having a whiskey, guys. So cheers. This is VSOA, very special old Arak. Really? That's the name? Very special old Arak. Is that what Nice. we have? This is double whiskey. This one is better? Same. Same thing. Okay. Pure distilled coconut. Ich muss sagen, ich habe sowas noch nicht getrunken. Ihr seht, es wird aus destilliertem Kokosnuss-Arak gemacht. Keine Ahnung, ob es das bei uns in Deutschland gibt. How many percent? 36,8. 36.8. 36,8. This one too.
How much is a bottle? Just for interest, normally. Normally it's this is more than 4,200 or something. Rupiah? Rupiah, yeah. You can buy it in the normal supermarket? Yeah, in the food city you can buy it. Yeah. Okay, good to know. Thank you for the information. We drink, we have special arak. Name called Gal. Okay. You like it more? More, yeah. You don't have it here? We don't have here. Gal. But Gal. Okay. If you ask from the food city, Gal, special Maybe I arak. will bring one for a friend. Yeah. So then I will ask for Gal. Gal. Okay. Da habe ich mir doch gerade mal am Tag ein Schnäpschen reingezogen. Sehr angenehm. Ich habe Maya kennengelernt aus Serbien beim Kaffee. Wir haben ein bisschen gequatscht und sie hat gesagt, sie ist mit einer Reisegruppe unterwegs, hat aber gar keinen Bock mehr drauf, weil die einfach jeden Tag irgendwas anderes machen und man nicht zur Ruhe kommt. Und das erinnert mich sehr an eine Situation, die ich auch hatte. Sehr sympathisch. Haben wir kurz ein Nationalgetränk getestet, diesen Arak, der aber aus Kokosnusswasser oder mit Kokosnuss destilliert wird. War nicht ganz meins, hat sehr nach Whisky geschmeckt, sehr wässriger Whisky. Aber ja, nice. Ich glaube, so langsam fange ich wieder an, ein bisschen alkoholfriendly zu werden. Ja, die Jungs hier. Also mir gefällt es gut. Aber ich muss jetzt wieder raus aus der Stadt. Ich brauch Dschungel und Natur. So, und das ist Gegeri Lake. Im Prinzip ist komplett um diesen See die Stadt gebaut. Drumherum hast du halt wirklich Berge und du musst immer Serpentinen fahren, um überhaupt irgendwie 2 Kilometer weiterzukommen. Da oben irgendwo ist meine Bleibe, mein Hotel. Man könnte es rein Zufall nennen. Aber es gibt einen Grund, warum ich einen der nicesten Spots gefunden habe. Es war echt, ich bin einfach da hochgefahren, dann jemanden kennengelernt, der hat mich dahin empfohlen. Jetzt bin ich wunschlos glücklich, dass ich einfach meinem Herzen folge. So, ich bin wieder unterwegs. Ich bin gerade mit meinem Bruder Dominde. Say hi to the people. How is life in Kandy? They should come here, huh? Der hat mir gerade ein bisschen was zu buffen klar gemacht. Ich habe keine Ahnung, Alter. Das ist einfach lila. Das Kraut ist lila. Das wird was heißen. Das bombe ich mir später rein. Aber ich gehe jetzt zum kulturellen Tanz. Da, wo ich die Tickets sozusagen umsonst bekommen habe. In dem Saphir-Museum. Und im Anschluss gehe ich dann zum Tooth Temple. Und werde dann ein bisschen meditieren, ein bisschen für mich sein und vielleicht packe ich mal die Kamera aus, aber ich weiß es noch nicht. So, es wird Zeit. Ich habe mir schon einen Platz gebunkert, aber weil hier nur Gruppen am Start sind natürlich die besten Plätze reserviert. Aber ich bin gespannt. Sehr viele Leute da, sehr viele Reisegruppen. Noch vor einigen Jahren hättest du mich überreden müssen, mir irgendeine kulturelle Show oder der ähnlichen sich anzugucken. Als junger Mensch ist es normal, dass wir uns nicht für die Vergangenheit interessieren, weil das jetzt viel wichtiger ist, der präsente Moment und im besten Falle die Zukunft und alles, was wir erreichen wollen und was noch auf uns zukommt. Doch mit dem Älterwerden gewinnt die Vergangenheit immer mehr an Gewicht. Dementsprechend scheint es natürlich logisch, dass ältere Mitmenschen sich oft in der Vergangenheit aufhalten und sich über ihre nostalgischen Geschichten definieren. Doch auch unabhängig von unseren eigenen individuellen Erfahrungen wird die Vergangenheit mit der Zeit immer wichtiger. Denn ich bin fest davon überzeugt, dass die Lösung für die Menschheit und die Lösung für die Zukunft tatsächlich in der Vergangenheit liegen. Sehr interessant, hat mich irgendwie an voll viele andere südamerikanische Kulturen erinnert und ich merke, dass die alle was gemeinsam haben. Also es kann einfach nicht sein, dass diese Kulturen damals nicht miteinander kommuniziert haben. Kann ich mir nicht vorstellen. Man muss immer gegen den Strom schwimmen. Wenn die Leute sich alle unten anstellen, guck nach einem Spot weiter oben, wo du für dich ganz alleine sein kannst. All diese antiken Kulturen, Geschichten und implementierten Wahrheiten
an denen wir heute noch festhalten, können nicht einfach aus der Luft gegriffen sein. All diese verloren geglaubten Errungenschaften der alten Kulturen zeugen doch davon, dass wir gar nicht so vollkommen sind in unserer westlich fortgeschrittenen Welt. Mega. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich muss mich jetzt beeilen, weil um 18:30 Uhr die Zeremonie beim anderen Tempel losgeht. Der Baxi, der alte Kulturbanause. So, jetzt bin ich noch schnell hier echt zum Tempel gefahren. So, ich muss jetzt erstmal meine Schuhe ausziehen. Hier muss ich noch Tickets holen, okay. Ich hoffe, ich habe genug Cash mit. Stutti. Bag is allowed? Yeah, allowed. Okay. This way? Yes. Stutti, thank you very much. Only one? Only one. Okay, this is the way. Thank you very much. Ich würde mich selbst nie als wirklich religiös beschreiben, weil Religion für mich nie materialisierbar war oder irgendwie in Worte zu fassen war. Ich würde mich vielleicht als spiritueller Mensch bezeichnen und das schon seit meiner Geburt an und weit bevor ich auf diese Welt gekommen bin. Denn keiner kann mir erzählen, dass dieses unfassbare Wunder, was sich Erde nennt, einfach durch Zufall entstanden ist. Und ob Menschen das nun Gott nennen oder Jehova oder Allah, tut in erster Linie nichts zur Sache, da es alles die gleiche Quelle ist und alles von der gleichen Quelle kommt. Viele Menschen glauben an das Gesetz der Schwerkraft, obwohl sie es mit bloßem Auge nie sehen können, nur den Effekt, den es auf die Erde hat. Doch was ist, wenn diese Schwerkraft außerhalb unserer Atmosphäre gar nicht gilt? Glauben wir dann immer noch dran? Macht der Baum, der im Wald fällt, Lärm, wenn es niemand hört? Genau diese Dinge sind es, die mich definitiv an etwas Größeres glauben lassen. Ich bin mir nicht sicher, ob die Aufgabe des Menschen ist, den Sinn des Lebens zu finden, doch definitiv sich mit ihm zu beschäftigen. Denn ich glaube nicht, dass es uns Menschen überhaupt vergönnt sein sollte, jemals die wirkliche Antwort zu diesem faszinierenden Kosmos, diesem Universum und unserer Welt zu entdecken oder zu erfahren. Dennoch glaube ich, dass dieses Mysterium das ist, was die meisten Menschen antreibt, auch wenn sie es selber gar nicht wissen. War ein mega schöner Tag. Sehr erfüllt. Krass viel erlebt in den letzten 2 Tagen. Und es regnet einfach. Wahnsinn, ich komme gerade aus dem Hotel raus und ich hatte eh nicht vor, jetzt weit wegzufahren. Aber jetzt regnet es einfach. Alles gut, ich bin um die Ecke, kann runter ins Tal gucken und freue mich einfach am Leben zu sein. Der Junge hat einfach tatsächlich angefangen, Fisch zu essen. Ey. Ich habe mir ein Fischfilet in Buttersoße bestellt mit Pineapple Rice, Ananasreis, Ananas, einen schönen Papaya-Juice. Ist zwar ein bisschen gehobener hier, aber die Aussicht ist mega. Und ab und zu muss man sich mal was gönnen. Herrlich. Oh mein Gott, ich bin so dermaßen gut gesättigt. Ich gehe heute nirgendwo mehr hin, auch wenn ich gesagt habe, ich gehe das Tanzbein schwingen.
ist alles gut, so wie es ist. Morgen muss ich richtig früh raus. Morgen nehme ich euch an einen ganz speziellen Ort mit. Geil, inzwischen wurde ich des Öfteren schon für einen Saudi gehalten. Die fragen mich voll oft, ob ich Saudi bin. So, nein, Afrika, nicht arabisch. Mein Bart, ey. Mein Bart macht einen riesen Unterschied. Aber irgendwann kommt der auch ab. Aber inzwischen habe ich mich so dran gewöhnt. Aber Saudi bin ich ganz sicher nicht. Ich hätte gern Cash wie ein Saudi. Dahin kommen wir noch. Ich bin auf einem guten Weg, das weiß ich. Boah, da oben ist Rambazamba. In meinem Hotel sind jetzt, glaube ich, 40 oder 30 bis 40 Ägypter untergebracht. Aber ich habe jetzt eigentlich keinen Bock, mich noch unter Leute zu mischen. Ich klinge jetzt den Abend schön aus. Zeit für eine kleine Reise. Das ist jetzt ein Stück Lauf.